Das innovative und automatisierte Lagersystem AutoStore hat die Intralogistik weltweit revolutioniert. Denn es bietet eine extrem hohe Lagerdichte sowie eine effiziente Kommissionierung und ist deshalb aktuell die schnellste Ware-zu-Person-Lösung am Markt. AutoStore ermöglicht es Unternehmen, ihre Lagerkapazitäten zu maximieren, die Mitarbeiter bei der Kommissionierung zu entlasten und die Auftragsabwicklung zu beschleunigen. Aber für wen lohnt sich ein AutoStore überhaupt? Wie funktioniert das System und worin unterscheidet es sich von klassischen Automatisierungslösungen wie AKL oder Shuttle-Systemen? Es geht außerdem um die Frage, welche Vorteile AutoStore in der täglichen Praxis bringt und wie sich das Ganze in SAP EWM integrieren lässt. Braucht es dafür eine Middleware oder gibt es Tools, mit denen die Integration einfacher funktioniert? Kleiner Tipp, die gibt es. Denn genau darüber und über Projekterfahrungen, Erfolgsfaktoren und Stolpersteine spreche ich heute mit 2 Experten, die sich mit Lagertechnik und SAP-Prozessen bestens auskennen. Zu Gast sind heute Michael Bolz, Consulting Alliance Director bei AutoStore, und Matthias Hübner, Leiter der Abteilung Warehouse and Transport Solutions bei FIS. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung. Ebenso vielen Dank meinerseits auch noch. Bevor wir in das Thema starten, habe ich noch eine Frage an dich, Michael. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und welche Aufgaben hast du bei AutoStore? Genau, ich bin der Michael, ich komme aus dem Dortmunder Großraum und bin bei AutoStore gelandet nach einer doch recht detaillierten Wanderschaft durch die Intralogistik. Ich habe Logistik studiert in Dortmund, bin dann einem großen Systemintegrationshaus zu softwareintegrativen Themenstellungen gekommen und habe dann Gesamtsysteme verplant, bevor ich dann meinen Weg zu AutoStore gefunden habe. Das heißt, ich habe vorher auch viel Kleinteil-Automatisierungstechnik, auch Großteil-Automatisierungstechnik, Software-integrativ geplant, sowohl Hardware- als auch softwaretechnisch, und mache das jetzt im speziellen Bereich für AutoStore, also der Kleinteile-Automatisierung im Hause AutoStore. Und da bin ich im Consulting-Team tätig, wo wir am Markt vor allem mit Mythen rund um unsere Technologie aufräumen, da die Technologie sehr oft noch nicht richtig verstanden ist, wie das funktioniert. Führen Benchmarkings durch gegen andere Technologien aus dem Kleinteil-Automatisierungsbereich, ertüchtigen Unternehmensplanungshäusern, Logistikplanern das Verständnis von einem AutoStore und den Systemvergleich auch eigenständig bewerten zu können, wenn es halt um neue Projekte geht, wo eine Lagerautomatisierung die Aufgabenstellung beim Kunden im Lager ist. Und das mache ich im AutoStore Consulting Team neben unserer neuen Sparte der WMS-Integration. Also ertüchtigen wir auch WMS-Integrationshäuser, das AutoStore schnittstellentechnisch über unsere API zu integrieren, damit vor allem Software-Ressourcen kein Engpass in Intralogistikprojekten darstellt und dass wir weitere AutoStore-Projekte in den Markt bekommen, die möglichst gut integriert sind. Ja. Vielen Dank, Michael. Jetzt hast du ja auch schon das Stichwort Integrationspartner angesprochen. Da komme ich auch schon zu dir, Matthias. Stell dich doch mal kurz vor und auch deinen Bereich und deine Aufgaben bei FIS. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Matthias Hübner. Ich bin der zuständige Abteilungsleiter für den Bereich Warehouse and Transport Solutions. Das heißt, wie der Name schon verrät, geht es bei uns um die Lager- sowie Transportlogistik. Ja, unsere Abteilung Warehouse and Transport Solutions besteht aus ca. 50 Kolleginnen und Kollegen aus der Beratung sowie aber auch Entwicklung. Ebenso haben wir eine Serviceabteilung, die sich um unsere Kunden nach der Produktivsetzung kümmert, beispielsweise Rollouts begleitet sowie auch Releasewechsel durchführt. Wir implementieren unter anderem SAP EWM bei unseren Kunden und führen die Lösung ein. Und es gibt natürlich auch spannende Lagertechnikprojekte, wie mit unserem Partner AutoStore, über die wir heute unter anderem sprechen werden. Jetzt viele das Stichwort AutoStore schon ganz schön oft und auch viele andere haben inzwischen auch schon von AutoStore gehört oder es zum Beispiel auch auf Messen schon live gesehen. Für diejenigen, die AutoStore vielleicht noch nicht live erlebt haben, was macht AutoStore denn aus und wie funktioniert das System? Danke für die Frage. Das AutoStore zeichnet sich vor allem für seine Einfachheit aus. Also es gibt 5 Baugruppen, ich zähle da immer gerne bis 5 Finger an meiner Hand. Sind immer ein ganz guter Indikator, wo man so steht. Also Punkt 1, wir haben einen Behälter,
der entsprechende Sortimente fassen kann. Das ist so die Restriktion der Technologie, wenn es dazu kommt, wann kann man denn einen Autostore einsetzen? Das ist dann die Restriktion des Behälters. Und dann haben wir ein Aluminiumgrid, was quasi unseren Regalbau darstellt. Das ist eine Vertikalausrichtung von Aluminiumprofilen, die ineinander gesteckt werden, oben einen Abschluss bilden, ein sogenanntes Raster, was als Fahrschiene für die dritte Komponente dient. Das ist der Roboter, der also auf der Schiene fährt und Behälter aus den Stapeln der Behälter herausgreifen kann oder ausbuddeln kann, je nachdem, an welcher Position im Behälterstapel sich der Behälter, der benötigt wird, befindet. Und bringt das zu Modul Nummer 4, einem Arbeitsplatz. Da gibt es verschiedene Arbeitsplatztypen. Das nennen wir Ports und da findet die Interaktion Mensch-Maschine statt. Das ist ein Kommissionierer oder ein Wareneingangsmitarbeiter oder ein Inventurmitarbeiter, Value-Added Service-Mitarbeiter, Produktion, wie auch immer, was an diesem Port passiert, kann dort mit dem Bestand, der in dem Behälter sitzt, interagieren und entsprechende Prozesse abbilden. Und Komponente 5 ist die Software, die unsere Technologie orchestriert im Zusammenspiel. Was hat das überlagerte System an uns übergeben an Aufträge und wie werden wir die auch zu den Ports bereitstellen, um quasi die Prozesse hardwareseitig zu bespielen, sag ich mal, mit den Behältertransporten. Sprich, das Autostore ist ein Kompaktlager, das heißt, Behälter stehen wirklich aufeinander, nebeneinander, um möglichst platzsparend in einer Bestandsanlage, auch in neuen Lagerhäusern, möglichst viel Bestand auf kleiner Fläche unterzubringen. Und über die Roboter, die auf unserem Grid fahren und die Arbeitsplätze, die beliebig an das Grid angebunden werden, gibt es verschiedene Bauweisen, die sich vor allem den Gegebenheiten an der Immobilie anpassen, realisierbar ist. Eine Automatisierung zu gestalten, die sowohl stellplatztechnisch gut skalierbar ist, als auch leistungstechnisch gut skalierbar ist durch die Anzahl von Robotern und Arbeitsplätzen im Endeffekt. Und das ist auch schon so ein bisschen Übergang zu anderen Technologien, wo das Systemverständnis ein anderes ist. Also wir nennen es auch Cube Storage oder Würfel oder also gibt es verschiedene Bezeichnungen, wie man das Autostore oder unser Grid bezeichnet. Im Gegenspiel oder im Vergleich zu anderen Kleinteilautomatisierungstechnologien. Das hast du ja auch schon angesprochen. Wir haben das System ein bisschen besser kennengelernt. Was sind denn die genauen Unterschiede zu jetzt klassischen Lagerautomatisierungslösungen? Oft stehen ja Unternehmen vor der Entscheidung, AKL, Shuttle oder Autostore. Worin liegt denn aus deiner Sicht der wesentliche Unterschied zwischen Autostore und herkömmlichen Automatisierungsmöglichkeiten wie AKL oder Shuttle-Systemen? Ja, das ist vor allem die Skalierbarkeit des Systems oder der Technologie. Autostore ist kein gassengebundenes System, wie es zum Beispiel ein Miniload oder ein Shuttle ist. Das heißt, du hast keine Fahrschienen zwischen Behälterstapeln oder Behälterplätzen, wie es beim klassischen AKL der Fall ist. Im AKL, da hast du in einer Gasse fährt ein Kran und der Kran, der bespielt die Stellplätze beziehungsweise die Behälter, die auf einem Stellplatz stehen oder Trays oder Kartons, je nach Lademittel, was auf dem Behälter oder auf dem Stellplatz entsprechend steht. Und da muss ein Kran entsprechend in dieser Gasse nach vorne und hinten fahren, hat eine Laufkatze, die vertikal sich bewegt und bringt entsprechende Güter dann von dem Platz zu einem Übergabeplatz, der fördertechnisch angebunden ist, der dann wiederum zu einem Arbeitsplatz fährt. Ein Shuttle funktioniert eigentlich genauso, nur ist da pro Gasse nicht ein Kran, sondern pro Lagerebene ein Kran, der jetzt kein Kran mehr ist, sondern ein Shuttle genannt wird und der fährt dann also in einer Schiene in die Tiefe der Gasse und ist entsprechend leistungsfähiger als ein AKL, weil das AKL fährt da fährt ein Kran und beim Shuttle fahren mehrere Shuttles in der gleichen Gasse. Entsprechend tun beide Technologien das Gleiche, Kleinteileautomatisierung, nur mit verschiedenen Leistungshintergründen. Also ein AKL hat tendenziell mehr Stellplatzfläche und weniger Leistungsverfügbarkeit und ein Shuttle hat normalerweise weniger Stellplätze und mehr Leistung. Und da ist auch schon der Unterschied oder der Vergleich zwischen dem Autostore und diesen Technologien, da wir nicht nur entweder wenig Leistung oder viel Leistung können, sondern mit der Adaption der Anzahl Roboter auf der Grid-Oberfläche
kannst du gut skalieren, ob du mehr oder weniger Leistung benötigst. Korrespondierend mit der Anzahl Arbeitsplätze, klar. Das ist das gleiche wie bei AKLs und Shuttles, aber halt die Komponente Kran, Shuttle oder Autostore-Roboter, das ist so der entscheidende Faktor bei der Leistung. Und Stellplätze, klar, kommen wir auf einen Quadratmeter mit deutlich höheren Stellplätzen als bei Shuttles oder bei AKLs zurecht. Das können wir auch für AMRs oder AGVs oder welche Technologie auch immer. Es gibt auch viele Hybrid-Technologien mittlerweile, die alle ja auch den kleinen Teil der Automatisierungsbereich bespielen. Allerdings gibt es immer Skalierungsgrenzen, die beim Autostore nicht so gegeben sind wie bei herkömmlichen oder auch neueren Technologien, die anders als die Cube Storage Variante andere Restriktionen haben. Also wie ich jetzt schon gehört habe, großes Stichwort auf jeden Fall das Thema Skalierbarkeit. Jetzt hat aber ja auch nicht jedes Unternehmen die gleichen Voraussetzungen, weder was jetzt zum Beispiel die Lagerfläche angeht oder das Auftragsvolumen betrifft. Für welche Unternehmensgrößen und auch Lagerszenarien eignet sich denn AutoStore besonders? Ja, gute Frage. Also Wohlfühlbereich ist natürlich Brownfield, bestehende Anlagen oder bestehende Gebäude, um diese möglichst platztechnisch ausnutzen zu können. Wir können natürlich auch ein Greenfield oder neue Anlagen oder neue Läger, ein AutoStore einbringen, wo man eher quadratisch praktisch gut, sage ich mal salopp, planen kann, im Gegensatz zu ich gehe Gebäudehindernissen wie Stützen oder anderen Dingen aus dem Weg, die baulich vielleicht auch historisch gewachsen mehrfach in einem Brownfield unterkommen als in einem Greenfield, was man ja auf grüner Fläche entsprechend planen kann. Aber grundsätzlich, das Cube Storage selber oder der AutoStore selber lässt sich an die an das Hallendesign anpassen. Also man kann um die Ecken bauen, man braucht nicht ganze Gassen, wie es zum Beispiel bei anderen Technologien ist. Das heißt, man kann schon den Platz anders nutzen. Man kann auch einen AutoStore komplett auf eine Bühne bauen, ohne ohne das Erdgeschoss irgendwo sich zuzustellen mit Technologie. Da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, auf die ich auch gerne ein bisschen weiter eingehe im Laufe des Gesprächs. Aber grundsätzlich, es gibt kleine AutoStore-Anlagen, die haben schon so 200-300 Behälter, das ist richtig, richtig klein. Unser aktuell größtes AutoStore hat über 1,2 Millionen Behälter und dazwischen ist eine Menge Realität. Das durchschnittliche AutoStore hat Stand heute, ich würde mal schätzen, so um die 50.000 Stellplätze oder 40.000 bis 50.000 Behälterplätze. Und auch die Anzahl Roboter. Also man braucht mindestens einen Roboter, klar. Dann hat man auch einen Single Point of Failure, by the way. Und wir planen zum Beispiel gerade auch ein AutoStore, was in Summe über 2000 Roboter hat. Könnte ich jetzt ein bisschen über Single Point of Failures vielleicht auch weiter ausholen, auch im Technologievergleich, aber ich warte erstmal auf deine nächsten Fragen. Sehr gerne, da können wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Wenn wir jetzt über Investitionen in Automatisierungsthemen sprechen, dann geht es ja nicht immer nur um die Hardware und um die Technik, sondern auch hauptsächlich um die konkreten Effekte im Alltag. Du hattest jetzt ja auch schon einige Vorteile angesprochen, wie zum Beispiel das Thema Skalierbarkeit und auch Platzsparen. Welche weiteren Vorteile bietet AutoStore denn für Unternehmen, sowohl operativ, aber vielleicht auch strategisch? Also grundsätzlich danke auch nochmal für die allgemeine Frage. Also eine Ware-zu-Personen-Kommissionierung, was es ja im Endeffekt bedeutet, durch eine oder Goods-to-Person-Picking-Anlage reduziert den Bedarf an Wegezeiten von Mitarbeitern durchs Lager, die kommissionierauftragskonform zum Bestand gehen, dort kommissionieren und dann das Kommissionierte im Einwarenausgang wieder bereitstellen. Das heißt, da ist eine Menge Wegezeit, Suchzeit, Greifzeiten, gibt es vielerlei zeitliche Indikationen, die einen Kommissionierauftrag mit relativ viel Manpower versehen würde. Bei einer Ware-zu-Person-Kommissionierung funktioniert das andersrum, dass der Bestand zum Kommissionierer gebracht wird und die Wegezeiten wegfallen, die durch einen Roboter übernommen werden, genauso wie Such- und Greifzeiten, da du immer den Behälter vor dir stehen hast und nicht irgendwelche Suchprozesse haben musst. Das ist so der Hauptpunkt dabei. Also das einmal Arbeitsplätze einsparen, zumindest für Logistik. Oder die Logistik selber oder die Kommissionierprozesse effizienter zu gestalten. Dadurch, dass man Ressourcen freisetzt für
vermeidbare Arbeitszeit. Das ist, sage ich mal, ein großer Mehrwert, vor allem heutzutage. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren musste ich mich verteidigen, wenn ich Lager automatisiert habe. Da hieß es noch, die Lagerautomation nimmt die Jobs von uns weg. Heutzutage heißt man uns eher mit offenen Armen willkommen und sagt, danke, dass ihr Kommissionierarbeitskräfte dabei habt und das automatisiert. Vielen Dank, Michael. Jetzt ist es ja so, dass ein leistungsfähiges Lagersystem wie AutoStore ja auch immer eine leistungsfähige IT-Anbindung benötigt, sodass ja alle Prozesse reibungslos laufen können. Deshalb wird es für unsere SAP-Community jetzt besonders spannend. Matthias, wie lässt sich denn ein AutoStore-System in SAP EWM integrieren? AutoStore, haben wir ja gerade eben gehört, ist eine sehr leistungsfähige Software sowie Hardware und SAP entsprechend liefert natürlich auch das Pendant dazu. Das heißt, SAP, beispielsweise eben das Extended Warehouse Management, kurz EWM, bietet hier auch bereits die Möglichkeit, ohne große Middleware, das heißt, eigentlich brauchen wir überhaupt keine Middleware, direkt das System mit dem AutoStore sprechen zu lassen. Das heißt, wir nutzen hier einen entsprechenden Web-Service, der seitens AutoStore gestellt wird. Wir übermitteln in einer standardisierten Form die Daten und schon ist die Integration gelaufen. Jetzt ganz simpel ausgedrückt. Das Schöne ist, wir haben mittlerweile eine Lösung implementiert namens AutoStore Connector. Mit Hilfe der Software können wir, ich nenne es mal fast Plug and Play, das SAP EWM mit dem AutoStore verbinden. Und man kann somit in schneller Zeit und hoher Qualität die beiden Systeme miteinander sprechen lassen. Das heißt also beispielsweise andere Komponenten der Lagertechnik brauchen meistens ein Materialflusssteuerungssystem, kurz MFS. Darauf können wir verzichten in dem Fall AutoStore, da eben das Ganze bereits vorgedacht geliefert wird und wir entsprechend mit unserer Software auch vorgedacht die beiden Lösungen konnektieren können. So wie du das jetzt gesagt hast, Matthias, klingt es ja total einfach. Aber es gibt ja sicherlich auch einige Herausforderungen oder Tücken, sage ich mal, typischerweise bei so einem Integrationsprojekt. Welche Herausforderungen treten denn irgendwie häufiger aus oder haben sich schon öfter mal gezeigt? Ja, Herausforderungen in solchen Projekten gibt es natürlich immer wieder. Aber die Technik ist hier weniger die Herausforderung, sondern eher die Prozesse sowie auch die Daten. Besonders wichtig ist natürlich, dass die beiden Systeme stets synchron miteinander kommunizieren. Das heißt beispielsweise, dass der Bestand in der Physik natürlich dem Systembestand übereinstimmt, aber das kann SAP sowie natürlich auch AutoStore hervorragend und das ist jetzt also nicht unbedingt die größte Herausforderung. Spannender wird das Ganze, wenn es in den Bereich der Stammdaten geht, sowie auch natürlich, ich habe es gerade eben schon erwähnt, die Physik, das heißt Gewichte sowie Abmessungen der Materialien, die eingelagert bzw. ausgelagert werden sollen. Die müssen natürlich in die Bins passen, um auch entsprechend keine Fehler zu generieren bei den Ein- und Auslagerungen. Das heißt, beispielsweise kann ich hier mal nennen, wenn man mal sich eine Daunenjacke vorstellt, die ist vielleicht recht leicht, aber blustert sich vielleicht ein bisschen auf nach der Einlagerung und steht dann der ganzen Kiste über. Das kann natürlich dann zu Problemen führen und sowas muss dann in den Projekten entsprechend berücksichtigt werden, getestet werden und ja, darauf geachtet werden, dass eben die Gewichtsgrenzen sowie Abmessungen passen. Natürlich wichtig ist auch, dass die beiden Systeme performant sind. Das heißt, zügige Bearbeitungszeiten sind obligatorisch. Auch das gewährleisten wir mit unserer Lösung, dem AutoStore Connector, ohne zusätzliche Middleware, möchte ich nochmal betonen an dieser Stelle. Und um das auch bereits während der Inbetriebnahme testen zu können, gibt es entsprechende Emulationssoftware. Das heißt, die Hardware muss noch gar nicht aufgebaut sein. Wir haben es gerade eben schon von Michael Bolz gehört. Das ist ja ein Aluminiumgrid unter anderem, was dann entsprechend aufgebaut werden muss. Das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. In der Zeit können wir bereits mit der Software seitens AutoStore entsprechend testen und Feinjustierungen vornehmen und wird auch unsererseits empfohlen. Das hast du ja schon gesagt, von Erfahrungswerten gesprochen und die sind ja oft Gold wert. Gibt es denn SAP EWM-Lösungen, die sich in der Praxis als besonders geeignet für die AutoStore-Integration erwiesen haben? Ja, wir haben beispielsweise 2 Kunden, die sich mit AutoStore intensiv beschäftigt haben und sich auch erfreulicherweise dafür entschieden haben. Das heißt, wir haben
die beiden Autostore-Lösungen direkt mit dem SAP verbunden. Da kann ich beispielsweise die Firma Mann & Schröder nennen, ein Hersteller für Kosmetik- und Körperpflegeprodukte aus Deutschland, ca. 800 Mitarbeitende. Der weitere Kunde, die Rösler Oberflächentechnik GmbH aus Untermerzbach, ist ein Komplettanbieter für die Oberflächentechnik und ein Profi für Gleitschliff- und Strahltechnik mit ca. 1600 Mitarbeitenden. Auch diese Firma hat sich entschieden, mit Autostore ins Rennen zu gehen und ihr EWM-System mit einem Autostore in Betrieb zu nehmen. Jetzt hast du ja viel darüber gesprochen, wie man den Autostore auf einer Seite mit dem SAP EWM-System auf der anderen Seite verknüpft. Aber wie genau läuft denn die Kommunikation zwischen SAP EWM und Autostore ab? Ja, die Kommunikation, habe ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, läuft über einen Webservice. Das heißt, wir werden im SAP, übersetzen wir das Ganze in eine vorgegebene Struktur. Ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, aber ich möchte den Begriff dennoch kurz erwähnen. Wir haben da eine XML-Struktur, die dann mit Daten befüllt wird und entsprechend an den Webservice übergeben wird. Das Autostore kann das Ganze interpretieren und entsprechend ausführen. Beispielsweise lässt sich hier ein Prozess nennen. Stellt man sich vor, es gibt einen Kundenauftrag, der beispielsweise 10 Stück eines gewissen Materials anfordert. Wir legen da entsprechend im ERP-System einen Kundenauftrag an. Das Ganze wird beliefert und im EWM werden Kommissionieraufträge angelegt, die werden übersetzt, nenne ich es jetzt mal eben, in Richtung Autostore und das Autostore führt es dann entsprechend aus und holt die relevanten Materialien aus den Bins und übergibt die an den Ports, das sind die sogenannten Übergabenstellen, wo dann der Mitarbeiter die Ware entnehmen kann und beispielsweise dann verpacken kann. Und anschließend verlässt die Ware das Haus und die Rechnung kann erstellt werden. Jetzt bringt ja jedes Projekt eigene Herausforderungen mit sich. Umso spannender sind ja konkrete Learnings aus der Praxis. Matthias, du hattest ja auch schon 2 Erfolgsgeschichten erzählt. Welche Erfahrungen habt ihr beide denn aus bisherigen Projekten gesammelt? Und was sind vielleicht auch die Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Einführung? Ja, typische Stolperfallen können natürlich sein, auch wenn alles standardisiert ist, dass die Prozesskomplexität zu hoch ist. Das heißt, man muss sich Gedanken machen zu den diversesten Abläufen, um eben eine hohe Performance zu gewährleisten. Und da können wir natürlich entsprechend beraten, natürlich auch gerne in Zusammenarbeit mit den Autostore-Kollegen. Wir können uns die Herausforderungen gemeinsam anschauen. Ja, und bereits bei der Implementierung der Lösung muss darauf geachtet werden, beispielsweise auch schon während der Bauphase oder der IT-Integration, sowie natürlich spätestens bei der Inbetriebnahme, dass die gesamte Koordination erfolgreich läuft. Das heißt, wir müssen einerseits softwareseitig im SAP, beispielsweise eben EWM, die softwareseitige Integration sicherstellen, dass die beiden Systeme performant miteinander sprechen können. Aber natürlich muss auch die Koordination stattfinden. Und des Weiteren muss natürlich auch der Aufbau des Autostores in der Physik koordiniert werden. Ja, wie in allen Logistik- bzw. Softwareprojekten ist das Change Management natürlich eine ganz wichtige Komponente, die hier berücksichtigt werden muss. Das heißt, wir müssen von Anfang an die betroffenen Mitarbeitenden mitnehmen, insbesondere die Key-User. Das heißt, wir müssen die Prozesse gemeinsam diskutieren, evaluieren. Denn was keiner brauchen kann, sind entsprechend Widerstände der Mitarbeitenden sowie natürlich auch nicht zu Ende gedachte Prozesse. Ich denke, Michael, da kannst du aus der Praxis genauso wie wir entsprechend berichten. Vielleicht kannst du da deine Sichtweise mal mit einbringen. Ja, guter Punkt. Besten Dank dafür. Also diese Problemstellung Change Management, ich will es nicht Problem nennen, ist eine anspruchsvolle Thematik, denke ich mal, die schon weit vorher auch beginnen kann und normalerweise auch tut. Also die Frage ist ja, wie läuft so ein Prozess ab? Sag ich mal, ein Projekt zu identifizieren, dann zu qualifizieren, zu planen, umzusetzen, in Betrieb zu nehmen, hochfahren zu lassen, zu servicieren und dann zu verbessern. Also das ist ja ein Prozess, der dauert mal länger als einen Tag. Und dann ist die Frage, wo kommt der Anspruch an eine Automatisierung her? Warum möchte ich automatisieren? Muss ich automatisieren, weil ich schon, sag ich mal, der Platz wird knapp im Lager und ist Risiko behaftet, eine schnelle Lösung zu finden, um zu automatisieren. Dann stellt sich die Frage, nutzen wir unsere Bestandsanlage oder unser bestehendes Lager und optimieren das, wenn es geht?
Oder müssen wir ein neues Lager irgendwo akquirieren, müssen wir anbauen? All solche Fragen gilt es ja schon im Vorhinein abzuklären. Und wo wollen wir überhaupt hin? Was sind die Zukunftsszenarien? Was passiert in 3 Jahren mit unserem Business? Was ist die Wachstumsstrategie? Was sind Einflussfaktoren von von Supply Chain oder Kriegen oder also das sind ja alles Unwägbarkeiten, die muss man erstmal sauber miteinander planen und herausfinden, wie kann ein Konzept aussehen. Und da sind schon eine Menge Menschen mit in Verbindung, wo es viel um Kommunikation geht, um Zielerwartungshaltungen auch und Notwendigkeiten. Und dann wird sich ein Projektbedarf erstellen, der wie gesagt aus verschiedenen Herkünften kommen kann. Ja? Also muss ich reagieren oder sehe ich möchte was optimieren, ohne jetzt direkten Zwang zu haben, etwas ändern zu müssen. Und je nachdem, wie viel Zeit ich mir auch nehme, um das sauber zu planen, ich habe früher mal gelernt, if you fail to plan, you plan to fail. Ja, das ist mir immer in Erinnerung geblieben und ist immer sehr richtig, weil bis es dann hinterher zu einer Softwareintegration kommt, gilt es ja erstmal die Prozesse aufzunehmen, was soll überhaupt gemacht werden oder wie sieht der Prozess im Endeffekt aus, auch mit einer Lagerautomatisierung, die ja für gewöhnlich eher starr ist, sag ich mal. Ja? Also wenn man einen Stahlbau einbringt oder ein Lager baut, dann steht das irgendwann und muss entsprechend auf die Prozesse passen und muss flexibel genug sein. Und Lisa, du hast mich am Anfang auch gefragt über die Vorteile von einem Autostore zum Beispiel. Das ist dann maßgeblich, welche Technologie habe ich denn ausgewählt und wie flexibel anpassbar ist sie denn überhaupt auf die Geschäftsentwicklung oder Zukunftsszenarien? Plane ich jetzt beispielsweise ein Shuttle-System für die Leistungszahlen in 5 Jahren, inklusive Erweiterungsszenarien, Potenziale, oder kann ich auch anders planen, sage ich mal mit einem Autostore, dass man ein Autostore mit den Status Quo-Anforderungen für Leistung und Kapazität, sage ich mal, plant und dann auch pro Jahr öfter mal das Design anpassen kann. Ja, dass man einen Behälterstapel woanders noch dazu stellt oder ein paar Roboter oder einen Arbeitsplatz, je nachdem, ob ich jetzt ein neues Kundengeschäft akquiriere. Und das sind ja normalerweise so die USPs von Lagerbetreibern, je nachdem, aus welcher Branche jetzt auch der Kunde kommt. Verschiedene Sales-Kanäle nochmal zu bespielen und dass die Automatisierung da auch drauf reagieren kann. All diese Dinge sind ja mit zu bewerten und dann gibt's irgendwann eine Entscheidung, ich möchte jetzt dieses Projekt bauen, ich möchte jetzt Angebote einholen, vielleicht habe ich einen Logistikplaner dabei, der mir in der Systemauswahl, Technologieauswahl geholfen hat und auf dem Weg gibt's eine Menge Prozessthemen auch, die, wenn auch wieder nicht genug Zeit sich genommen wird, das zu planen, hinterher nach einem verkauften Automatisierungsprojekt die Pflichtenheftphase mit einem Softwarelieferanten stattfindet und dann Prozesse auf einmal, ich nenne es immer gerne, das wünscht dir was, passiert. Softwareseitig kann man alles abbilden, aber hinterher passt vielleicht diese Automatisierung gar nicht mehr dazu, weil gewisse Rahmenparameter sich geändert haben, vor allem in der Prozessgestaltung. Und normalerweise machen wir alle die Erfahrung, Lager sind generisch gewachsen, Prozesse sind auch gewachsen und manchmal weiß man gar nicht, wo kamen die Prozesse eigentlich her und wie funktioniert das eigentlich wirklich. Und dann sitzt man im Workshop und macht Pflichtenheftgespräche und dann kommen die wildesten Prozesse dabei raus und dann möchte natürlich der Kunde einen Standard haben. Und dann hat der Standard diesen generisch gewachsenen Prozess nicht, der vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal von dem Kunden auch war. Und wenn man das dann alles in ein WMS oder in eine EWM integrieren möchte und mit dem Autostore Prozesse steuern möchte, dann sind da eine Menge Gespräche notwendig, wo viele verschiedene Menschen miteinander sprechen, ob es der Einkauf ist, ob es der Verkauf ist, ob es irgendwelche Qualitätsprüfer sind, ob es dann der Lagerleiter ist, vielleicht will der Eigentümer noch mitsprechen. Da gibt es so viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, die, bevor das Projekt überhaupt zustande kommt, erstmal sauber sortiert werden wollen. Und wenn das Projekt dann realisiert werden wird, dann macht ja auch die FIS beispielsweise mit unserem Emulator die ganzen Tests mit der Automatisierung, die noch gar nicht gebaut ist. Und damit dann, wenn Go Live irgendwann passieren soll oder die Implementierungsphase erstmal startet, das auch genauso realisiert ist. Und da ist dann das Change Management vor allem nochmal notwendig, die hinterher damit arbeiten,
die mit auf den Weg zu nehmen. Weil dann geht's ja auch noch weiter. Dann ist die Realisierung ist fertig, dann wurde implementiert, dann wird getestet und normalerweise ist ein Autostore allein nicht nur angebunden von einem WMS, sondern andere Lagerbereiche sind ja auch noch mit da dran. Die müssen dann auch synchronisiert werden. Vielleicht sieht der Prozess vor, dass man vielleicht sequenzieren muss. Oder es gibt vielleicht noch einen Palettenbereich oder vielleicht noch einen anderen automatisierten Kleinteilebereich oder der Warenausgang muss noch Sortierungslogiken berücksichtigen, all solche Dinge. Das heißt, es sind immer verschiedene Menschen, Prozesse und Anforderungen benötigt, die es grundsätzlich im Change Management zu berücksichtigen gilt, dass auch die Akzeptanz vorhanden ist. Wir haben auch öfter gesehen, wenn die Akzeptanz nicht da ist und der Mitarbeiter vielleicht auch dagegen arbeitet, dann werden viele Potenziale auch nicht gehoben, die hebbar sein sollten. Ja. Das war es auch schon mit unserer ersten Folge rund um AutoStore und SAP EWM. Wir haben gelernt, was AutoStore ist, für welche Lagerszenarien er sich eignet und wie eine SAP-Integration dank des FIS AutoStore Connectors auch ohne Middleware möglich ist. Außerdem ging es um Projekterfahrungen, Erfolgsfaktoren und darum, welche Rolle eigentlich die Planung und die Identifikation von Prozessen bei der Automatisierung spielt. Michael, du hattest ein schönes Zitat genannt, und zwar "If you fail to plan, you plan your fail". Dieser Satz gibt auch schon einen Ausblick auf unsere nächste Folge. Und zwar tauchen wir dort noch tiefer in die Praxis ein. Welche Weichen sollten früh gestellt werden? Wie gelingt der Projektstart? Und was müssen Unternehmen tun, um in nur 20 Wochen zur automatisierten Lagerlösung zu kommen? Schalten Sie auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn Sie schon jetzt weitere Informationen benötigen, schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei oder kommen Sie direkt auf uns zu. Den Link finden Sie in den Shownotes. Euch beiden sage ich jetzt schon einmal Danke und freue mich auf das nächste Mal. Ja, besten Dank für die Einladung. Hat mir super viel Spaß gemacht, nochmal zu sprechen über die Allianz zwischen unseren beiden Unternehmen, um den möglichst großen Kundennutzen für eure Kunden auch zu erbringen. Und ja, ich freue mich auf zahlreiche Projekte und spannende Themen. Bis nächstes Mal.